Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen heute die Affenfaust. Dieser Knoten wird benutzt, um ein Wurfleinenende zu beschweren. In diesem Knoten hier drin steckt eine Holzkugel, um nochmal zusätzliches Gewicht ans Ende der Wurfleine zu kriegen. Somit kann man die deutlich weiter werfen. Dieser Knoten ist sehr aufwendig und braucht auch einiges an Übung beim Dichtholen. Wie er gemacht wird und auf was man achten muss, das zeige ich euch jetzt in dem Video. Viel Spaß! So, um die Affenfaust binden zu können, müssen wir uns ein bisschen Vorarbeit machen. Einerseits müssen wir schauen, wie viel von der Leine wir ablenken müssen. Ich habe jetzt hier in dem Fall 2,5 Meter abgelenkt. Ich habe das vorher ausprobiert. Müsst ihr genauso machen, müsst ihr schauen, wie viel ihr braucht. Hängt vom Durchmesser der Kugel ab, hängt auch von der Stärke von eurer Leine ab. Da einfach ein bisschen ausprobieren. Nehmt lieber ein bisschen mehr Seil, weil den Überstand kann man zum Schluss wieder beim Dichtholen des Knotens retour nehmen. Zu wenig kriegen wir nicht kompensiert, da müssen wir den Knoten neu anfangen. Um den Knoten zu machen, habe ich mir hier eine Markierung gesetzt. Das heißt, ich weiß, wie viel Seil ich brauche. Wir starten mit 4 Schlaufen, die wir um unseren Handteller rumlegen. So. Die 5. machen wir nur zur Hälfte. Das gibt unsere erste, die wir querlegen. Wir ziehen das von der Hand ab, vorsichtig. Bei dem Knoten ist es wichtig, akkurat zu arbeiten, sodass die Schlaufen hier nicht durcheinander kommen. So, dann ist die erste Querwicklung. Wichtig hierbei, dass wir die nächste Querwicklung unten drunter legen und so nach oben hin aufbauen. Also immer die nächste drunter. So. Ihr müsst euch immer wieder auch den Knoten richten. Das heißt, wenn ihr seht, dass ihr Schlaufen verliert, holt die ruhig wieder her, richtet das Ganze und dann geht's weiter. Das Seilende muss jetzt dadurch, wo der Zeigefinger ist. Das heißt, ihr führt den hier am Zeigefinger entlang durch. So. Achtet darauf, dass die Schlaufen hier nicht durcheinander kommen. So, sehr gut. Mit dem Seilende, das wir jetzt auf der hier haben, fahren wir jetzt hier oben durch. Na. So. Und jetzt erkennt man auch schon den Knotenkörper. Das heißt, wir haben jetzt hier schon unsere 4 Windungen, hier unsere 4 Windungen, die wir brauchen, um den Knoten später festzumachen. Mit dem hier fahren wir jetzt nochmal hier durch und dann legen wir die Kugel ein. Schön hier durch, auch an dem stehenden Ende vorbei. So. Wenn ihr hier rauskommt, guckt ihr, dass ihr hier nach hinten aufbaut. So. Jetzt richten wir uns die Schlaufen nochmal zu. Wir gehen mit dem Ende hier oben wieder durch. Legen hier das Stück seitlich dran vorbei. So. Und jetzt kommt der schwerste Teil quasi. Wir legen die Kugel ein. Die Kugel muss ins Innere von dem Nest hier. Deswegen hier ein bisschen Platz schaffen und dann vorsichtig die Kugel hier rein. Das muss man 1-2 Mal machen, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Auch, dass die Windungen nicht verrutschen hier. So. Wenn die Kugel drin ist, so wie jetzt, dann
fahren wir die letzten 2 Umdrehungen durch. Das heißt, wir nehmen unser Seilende, fahren hier durch, setzen schön nebeneinander, hier oben durch, auch schön nebeneinander, wieder unten durch. Jetzt vervollständigen wir die letzte Lage. Hier oben durch, das ist schon der letzte Strang. Jetzt haben wir auf der Seite auch die 4. Hier haben wir jetzt auch die 4 Stück. Das heißt, ich fahre jetzt zum Verwahren des Seilendes hier durch, hole mir das letzte Mal das hier rüber und stecke das hier im 90-Grad-Winkel hier unten rein. So. Damit haben wir jetzt fertig gewickelt. Jetzt geht es darum, es dicht zu holen. Also das sieht jetzt noch ziemlich wild aus. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Ganze hier ein bisschen gerade hinkriegen. So, das heißt, wir haben uns hier das Seilende eingesteckt, hier. Das heißt, wir ziehen uns jetzt hier das Seil ein bisschen straff und gehen jetzt nach und nach. Ein bisschen richten wieder. Gehen jetzt nach und nach zurück und binden den Knoten fest. Das heißt, wir ziehen hier immer einfach die Windungen rückwärts fest. Und fertig ist unsere Affenfaust. Ihr seht, der Knoten ist sehr symmetrisch. Das heißt, man kann ihn gut auf Fehler überprüfen. Man kann gucken, wo sitzt er nicht so fest oder wo muss man ihn vielleicht noch ein bisschen fester ziehen. Man kann das Ganze mit dem Dichtholen jetzt nochmal wiederholen, indem man das Ende wieder schön feststeckt und dann nochmal durchgeht. So gefällt er mir. Ich bin zufrieden, so wie er ist. Das heißt, damit bin ich hier fertig. Das war die Affenfaust. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim daheim Nachmachen und euch einen verknotungsfreien Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.